Das hier, das ist eine aktuelle PC Games, die Ausgabe 8 2024. Das hier, das ist meine 11. PC Games, die ich jemals gekauft habe, die Ausgabe 8 1994. 30 Jahre dazwischen, da schauen wir doch jetzt mal gemeinsam rein. Wer mein letztes Video gesehen hat, der erinnert sich sicher an die große Wing Commander Irrtumsaktion Wing Commander 3 vs. Wing Commander Armada. Hier ist er nun endlich drin, der Vorschaubericht zu Wing Commander 3 Heart of the Tiger. Ja, ein legendäres Spiel aus dem Hause Origin mit dem legendären Spieledesigner Chris Roberts. Aber nicht nur Wing Commander 3 ist hier drin, nein, es gibt den Spiel des Monats Testbericht zu Bundesliga-Manager Hattrick. Und da weiß ich, dass viele aus meinem Bekanntenkreis dieses Spiel absolut geliebt haben. Wir haben außerdem 3 Level für das Spiel Boom. Ja, Boom. Man wusste nicht mehr so genau, nachdem es jetzt doch indiziert war, darf man es denn nicht so nennen oder nicht? Nun ja, wir werden sehen. Es gibt auch wieder einen kleinen Blick auf die Leserbrief-Section mit Rainer Rossiert. Also, es ist wieder einiges geboten. Schauen wir mal rein. Auf der Coverdisc befindet sich dieses Mal eine Demo von Der Clou, das legendäre Spiel vom Amiga. Dieses Mal war es auf dem PC zu haben und auf der Coverdisc eine Demo davon und später schauen wir uns auch noch den Testbericht davon an. Und natürlich gucken wir auch auf andere Kuriositäten aus dieser längst vergangenen Zeit. Hier, das hier ist mir aufgefallen, dieses Ascom Paradigma, ein Notebook, und zwar ein Notebook der ganz besonderen Art. Man kann nämlich die Tastatur abnehmen und kommt dann sehr einfach an die Hardware-Komponenten ran. Und was für Hardware-Komponenten? Hier, guckt euch das an. Die Preise mit einem 486er SX33 und 210 MB Festplatte und Monochrom-Display kostet das Ding 2.999 D-Mark. Will man dann den 486 DX266 mit 340 MB und Scan STN Farbdisplay, dann sind es 4.799 D-Mark und die Luxusausführung mit 420 MB Festplatte und TDT Color Display schlägt mit 6.999 D-Mark zu Buche. Alter Freund. Und im Vorschaubereich sind wieder etliche Spiele-Ankündigungen, unter anderem hier, schaut mal, eine Ankündigung auf Command & Conquer, den allerersten Teil aus den Westwood Studios. Command & Conquer, ich weiß, ich benutze den Begriff legendär eigentlich sehr oft und vielleicht ein bisschen inflationär, aber ich würde mal sagen, für Command & Conquer, für diese Spielereihe darf man wirklich den Begriff legendär benutzen, denn dieses allererste Spiel, was hier in der Produktion war, war der Auftakt zu einer ganzen Reihe richtig grandioser Spiele. Einige haben vielleicht das Video zu Ultima 8 und meinem Gameplay-Versuch gesehen und ich bin ja zu dem Schluss gekommen, dass im Hause Origin ganz offensichtlich andere Prioritäten gesetzt wurden, als Ultima 8 so richtig toll fertig zu bekommen. Und man sieht, Origin war zu dieser Zeit extrem beschäftigt. Hier, nämlich Wings of Glory. Nach Strike Commander und der 1942er Umsetzung kam jetzt hier ein Spiel aus dem Ersten Weltkrieg. Wieder ein Flugsimulationsspiel, Flug-Action-Simulationsspiel. Und es war gerade zu dieser Zeit um 3 Monate nach hinten verschoben worden, weil man mit der Performance nicht ganz zufrieden war. Aber man sieht insgesamt, Origin war zu dieser Zeit einfach eine viel beschäftigte Spieleschmiede. Für die Adventure-Fans natürlich ein Blick wert, hier die Vorschau auf Legend of Kyrandia 3 mit dem Malcolm als Hauptcharakter, und an dieses Adventure erinnere ich mich noch sehr gut und ich freue mich drauf, wenn das dann später als Testbericht in einem der Hefte sein wird. Denn ja, das hatte einen ganz witzigen Humor, es hatte wie immer ganz gute Rätsel und es war halt einfach gut gemacht, ne? Sierra zu der Zeit, Adventures, das war neben LucasArts absolut die Hausnummer. Und das ist wieder so eine witzige Geschichte. Hier, guckt mal, da kann man einen Pentium gewinnen. Wow, wie genial. Und guckt euch wieder diese Hardware-Spezifikation an. Man kann einen super starken Pentium-PC mit dem Spiel Theme Park gewinnen. Und zwar mit einem 15 Zoll SVGA-Monitor, einem Double-Speed-CD-ROM-Laufwerk, 8 MB RAM, 400 MB Festplatte und allem Zubehör. Wow, für die damalige Zeit war das ein absolutes Killersystem.
Und dann sind wir auch schon mittendrin im Vorschaubericht zum legendären Spiel Wing Commander 3 Heart of the Tiger. Ich würde mal sagen, zur damaligen Zeit neben X-Wing für mich eines der wichtigsten Weltraumspiele, die ich gespielt habe. Und der Vorschaubericht hat schon so richtig Lust darauf gemacht. Man sieht hier die Grafiken, die Bilder geben noch nicht so wahnsinnig viel her. Außerdem ist mir eines aufgefallen. Hier bei diesen Grafiken ist der Hintergrund noch schwarz, der Sternenhimmel, und wenn ich mich recht entsinne, war das im eigentlichen Spiel nicht mehr. Dort hatte es eher so einen Blauton, was meines Wissens an der Farbpalette lag. Tja, und dann haben wir hier drüben, guck mal hier, eine Richtigstellung. Habe ich es nicht gesagt? Wing Commander Armada und Wing Commander 3 haben nichts miteinander zu tun. Ja, das ist der PC Games dann auch aufgefallen, aber da war das Heft nun mal schon gedruckt. Tja, hier steht die Richtigstellung. Es war eben ein Fauxpas. Kann ja mal passieren. Ich bin ja schließlich auch drauf reingefallen, bis ich es dann im letzten Video beim Aufschlagen des Heftes letztlich gemerkt habe. Und es werden natürlich jede Menge technische Fakten präsentiert, und ich muss aber sagen, die Screenshots hauen mich jetzt noch nicht so wirklich vom Hocker. Die zeigen eigentlich vom eigentlichen Spiel, das man später spielen konnte, nicht so wirklich viel. Ich gehe davon aus, sie hatten einfach nicht mehr. Im Gegensatz dazu ist aber die Vorschau auf die Videosequenzen von Wing Commander 3 einfach absolut genial. Hier sieht man so richtig, welcher Aufwand damals betrieben wurde für dieses Spiel. Das war wirklich kaum zu vergleichen zu anderen Spieleprojekten. Hier, man kam sich wirklich als PC-Spieler vor, als wäre nun endlich Hollywood in der Spieleproduktion angekommen. Na, hier diese Bluescreens, in dem Fall ein Greenscreen, und die Kilrathi und ein Schauspieleraufgebot, das seinesgleichen suchte. Hier sieht man das nämlich dann auch, der Aufwand, der auch für die Kilrathi betrieben wurde. Riesengroße Figuren mit Masken und wahrscheinlich Animatronic-Technik drin und allem Pipapo. Also das war schon richtig beeindruckend, und ich erinnere mich, damals, als es rauskam, war das auch für mich als PC-Gamer richtig, richtig beeindruckend, wenn man denn die Hardware dazu hatte. Und beeindruckend war natürlich vor allem die Schauspielriege, die sie eingesetzt haben, um dieses Spiel umzusetzen. Ne? Wen hatten wir hier? Tom Wilson, wir hatten Malcolm McDowell, also John Rhys Davies war mit dabei, und natürlich allen voran Mark Hamill. Also zur damaligen Zeit war Mark Hamill natürlich für uns absolut nur als Luke Skywalker bekannt, und Mark Hamill in einer Spieleproduktion zu sehen, das war schon richtig, richtig mega. Hier ist er dann auch im Interview noch. Mark Hamill in einem Interview in der PC Games. Sensationell. Und diese Frage finde ich ja wirklich absolut klasse. Nämlich, könntest du dir einen Wing Commander Film vorstellen? Und Mark Hamill antwortet, absolut. Ich hoffe, dass es einen Film geben wird, und ich würde auch wieder die Rolle übernehmen. Tja, lieber Mark Hamill, du wirst dieses Video wahrscheinlich nie sehen, aber ich möchte dir sagen, ja, es gab ja einen Wing Commander Film, das wissen wir alle. Und ich glaube, wir haben uns alle gewünscht, dass du die Hauptrolle gespielt hättest, denn das, was dann später als Wing Commander Film wirklich rauskam, vergessen wir es. Aber es sind auch andere sehr interessante Fragen. Es wird nämlich ein bisschen gesprochen über die Produktionsbedingungen. Ne? Es war vor Greenscreen gefilmt, und es war ja auch nicht nur ein Film, es war ein interaktives Spiel mit unterschiedlichen Zwischensequenzen. Das heißt, man konnte ja verschiedene Wege auswählen, und dementsprechend mussten auch die Schauspieler verschiedene Situationen anders spielen. Und hier steht auch, hattest du Zweifel, ob interaktiver Film das richtige Medium für dich ist? Und Mark sagt dann, eigentlich schon. Einerseits fand ich es eine echte Herausforderung, andererseits hatte ich Angst, es zu versieben. Ganz ehrlich, Mark Hamill, kannst nichts versieben, keine Chance. Also jedenfalls Wing Commander 3 mit Mark Hamill, das war schon richtig großes Kino, und ich freue mich wahnsinnig, wenn dann irgendwann der Testbericht kommt und wir vielleicht sogar dieses Spiel mal gemeinsam in die Hand nehmen. Hier ist ein großer Vorschauartikel für die Virtual Reality Brillen von VFX 1. Und ja, Virtual Reality hat schon immer die Spielerherzen höher schlagen lassen, und irgendwie fanden wir es alle faszinierend, und ich würde mal sagen, jetzt so 30 Jahre später ist es gerade so irgendwie einigermaßen in der Spielewelt angekommen und taugt was, aber so richtig die breite Masse hat es halt dann nie erobert. Und man sieht es hier auch, ne, 70 Grad Blickfeld, und ja, man brauchte schon entsprechende Hardware, und dann hier vor allem, ne, der Preis von $1000. Gut, da sind wir heute jetzt bei den 3D VR-Headsets nicht wirklich weit weg, je nachdem, was man kaufen möchte. Aber diese Aussage hier, der Preis von $1000 ist zwar etwas hoch,
aber gerechtfertigt. Und das wird sich ohnehin schnell ändern. Die ersten Soundkarten und CD-ROM-Laufwerke kosten bei ihrer Markteinführung auch knapp unter $1.000. Tja, leider hat sich die VR-Brille weder so schnell durchgesetzt, weder im Preis noch in der Verbreitung. Also ja, VR war einfach nie so richtig das große Spielethema, auch wenn viele davon geträumt haben. Ich muss gestehen, vor diesem Testbericht hatte ich tatsächlich ein bisschen Bammel, weil was soll ich denn über den Bundesliga-Manager Hattrick erzählen? Er ist jetzt Spiel des Monats und ich habe ihn nie gespielt. Keine einzige Sekunde hatte ich dieses Spiel jemals in der Hand. Es tut mir wirklich leid. Ich bin einfach ein absoluter Fußball-unerfahrener Nerd und ich muss auch sagen, auch mit Simulationsspielen kannte ich mich nie wirklich aus und ich war auch nie sonderlich gut drin. Aber natürlich habe ich Freunde gehabt, die dieses Spiel sehr mochten. In der Schule, in der Klasse war das Gesprächsthema und ich habe mir einfach den Artikel nochmal durchgelesen und ich honoriere hier diese damals wirklich umfangreichste aller Fußballsimulationen. Und man sieht es auch hier, ne? Also man sieht es an den Screenshots, man sieht es auch im Artikel. Es ist einfach wahnsinnig, was dieses Spiel damals an Umfang hatte. Es war unfassbar detailliert und es hatte dazu auch noch eine richtig gute Grafik, die richtig Laune gemacht hat. Man sieht es hier an der Fülle an Menüs, die man aufrufen kann. Wahnsinn! Vom Hauptmenü geht es in unendlich viele Untermenüs. Man kann wirklich jeden einzelnen Part der Spieler, der Mannschaft, des Trainings, der Transfers und so weiter beeinflussen, managen und natürlich dann auch entsprechend eine Aufstellung machen, mit der man ins Spiel geht. Und das Tolle war damals an diesem Bundesliga-Manager, und das weiß ich tatsächlich deshalb, weil ich es auch gesehen habe bei meinem Kollegen, man konnte sich die Spiele dann auch wirklich ja anschauen. Das heißt, man hat eine Aufstellung festgelegt, man hat alles andere festgelegt und dann lief dieses Spiel quasi in beschleunigter Echtzeit vor einem ab und man konnte zuschauen, wie die eigenen Spieler gewonnen oder manchmal auch verloren haben. Hier in diesem Screenshot, so sah das dann etwa aus und man sieht es auch unten im Wertungskasten. Also der Bundesliga-Manager Hattrick, wirklich ein grandioses Simulationsspiel der damaligen Zeit und es hatte den Titel Spiel des Monats definitiv mehr als verdient. Survival Games sind ja heutzutage immer noch sehr in Mode und ich kenne auch einige, die diese Dinger wirklich gerne spielen. Hier ist einer dieser Vertreter, der 30 Jahre zuvor rauskam, nämlich Robinsons Requiem, ein Vertreter der Survival-Schiene. Ich muss gestehen, das hier habe ich zu dieser Zeit nicht gespielt, erst später, als es mal auf irgendeiner günstig Varianten-CD mit drauf war und es hat mir auch überhaupt keinen Spaß gemacht. Es war überhaupt nicht mein Fall von Spielen. Ist es bis heute nicht, aber es ist mir eben aufgefallen, weil ich dachte, oh, die Dinge gibt's doch heute immer noch, das wird auch immer noch sehr gern gespielt. Tja, da hat's offensichtlich angefangen mit dieser Art von Spielegenre. Aber das hier, das ist wieder so ein Klassiker, der mir gut in Erinnerung ist und zwar nicht vom PC, nein, vom Amiga ist mir das in Erinnerung geblieben. Der Clou, die Umsetzung von der Clou auf dem PC. Grafisch nicht unbedingt der Burner dieser Zeit, aber ein witziges Spiel mit unheimlich vielen liebevollen Details. Ein Spiel, wo man wirklich Stunde um Stunde drin versenken konnte. Und das schlägt sich auch in der Wertung nieder, ne? Hier Grafik nur 50%, absolut nicht der Brüller. Es waren ja teilweise auch nur sehr statische Bilder, die man da gesehen hat, aber inhaltlich war es einfach witzig. Spielspaß 75% und das hatte, glaube ich, der Clou auch wirklich verdient. Also, ja, war definitiv einen Blick damals wert. Entweder auf dem PC oder eben auf unserem geliebten alten Amiga. Das war in der Zeit ja nicht unüblich von Spielen, selbst wenn sie schon lange am Markt waren, nochmal CD-ROM-Versionen rauszubringen. Weiß ich nicht, entweder um neue Spieler anzulocken oder um den alten Spielern, die es schon hatten, durch irgendwelche Zusatzinhalte nochmal das Geld aus der Tasche zu ziehen. Kann beides richtig sein. Bei Syndicate, was wirklich ein geniales Spiel war, war halt auch hier die CD-Advantage, ne, die Ausnutzung des Mediums einfach nur ungenügend. Ja, so ein altes Diskettenspiel auf eine CD-ROM zu packen und dann vielleicht ein bisschen mehr Sprachausgabe dazu zu machen oder so, das war eben nicht wirklich das, was man von einer CD-ROM erwarten wollte und
konnte. Und wir haben es ja in dieser Ausgabe gesehen, Wing Commander 3 würde da ganz andere Wege beschreiten, nämlich mit Videosequenzen, richtig viel multimedialen Inhalten. Also das war definitiv die Zukunft des CD-ROMs. Sowas hier einfach nur ein Spiel wie gehabt auf eine CD-ROM zu packen, das war es eben einfach nicht. Und wir schauen wie versprochen wieder auf die Leserbrief-Section von Rainer Raussert. Rainer Raussert, unser geliebtes, legendäres Leserbrief-Onkel-Antworte-Genie. Und ich habe mir einen rausgesucht wieder, den ich einfach genial finde, weil er einfach so herrlich beantwortet ist. Nämlich hier. Die Frage des Lesers zum Thema Loch im Bauch. Hallo Rainer! Ich habe vor kurzem einen 4386 VCHD erworben. Ich wollte nun wissen, ob ich einen 386er oder einen 486er besitze. Wenn du weißt, welches System ich nun besitze, möchte ich dich bitten, mir einige Spiele, wie zum Beispiel Sam & Max, zu empfehlen. Bei einem Bekannten habe ich das Spiel Hundefelsen 4E Hundefelsen 4E gesehen und es hat mir sehr gut gefallen. Nun finde ich es weder in Anzeigen noch im Fachhandel. Ja, warum denn wohl? Darum möchte ich dich bitten, mir die Adresse zu geben, wo ich es bestellen kann. Als Ausgleich habe ich mir das Demo von Boom gekauft. Ich habe versucht, es zu installieren und zu starten. Leider ist daraus nichts geworden. Warum? In der Anleitung steht, dass es ab einem 386er laufwerk ist. Bitte beantworte diesen Brief. Grüße von Manuel. Nun ja, ein sehr interessanter Brief. Und dann natürlich ganz typisch die Antwort von Rainer. Tja, so gerne ich bei auftauchenden Problemen hilfreich zur Seite stehe, in Fällen wie diesen kann ich nur müde mit den Schultern zucken. Die Bezeichnung deines Rechners sagt mir gar nichts. Die überschwängliche Fülle an Detailangaben macht die Fragestellung auch nicht gerade transparenter. Wäre es nicht einfacher im Handbuch? Das sind solche dicken Dinger aus Papier mit Buchstaben und einigen Bildern drin, nachzuforschen, um was für eine Maschine es sich eigentlich handelt? Falls ein Handbuch nicht im Kaufpreis mit inbegriffen gewesen sein sollte, wäre es ergiebiger, den Verkäufer jenes ominösen Teils ein Loch in den Bauch zu fragen. Anmerkung der Redaktion: Beim Starten des Rechners erscheint ein Bildschirm, auf dem allerlei Informationen zum System gegeben werden. Hier findet man auch Angaben über den vorhandenen Prozessor. Sehr sinnvoll hätte dies auch vor der Übergabe der Barschaft sein können. Das spart Frust. Auch die Angaben, warum Boom bei dir nicht laufen will, entbehren einiger Details. Speichermangel, falscher Prozessor. Woher um Himmels Willen soll ich denn das wissen? Wenn ich mentale Fähigkeiten hätte, würde ich mein Geld mit dem Deuten von Kaffeesatz verdienen, was ich mir, nur mal so nebenbei bemerkt, momentan auch noch leichter und angenehmer vorstellen kann. Ich komme mir vor wie ein Automechaniker, der folgenden Anruf bekommt. Mein Auto fährt nicht mehr, ich bin in München und mein Auto ist blau. Woran kann es liegen? Es gibt Momente, da grübelt man doch arg über den Sinn der Berufswahl. Rainer Raussert, wie wir ihn alle geliebt haben. Lieber Rainer, wenn du das hier siehst, schöne Grüße von uns allen. Wir denken echt wahnsinnig gern an diese Zeit zurück. Im Tipps und Tricks Teil ist unter anderem die Lösung oder ein Teil der Lösung für Ultima 8 drin und ich bin mir ziemlich sicher, nachdem ich ja Ultima 8 wieder in den Händen hatte, das Video dazu verlinke ich euch gerne nochmal unten in der Beschreibung, und ich kam dort überhaupt nicht zurecht, dass ich, soweit ich damals kam, wirklich auch nur deshalb kam, weil ich diese Lösung zur Hand hatte. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, so tief ins Spiel habe ich mich nie reingefunden, als dass ich es alleine geschafft hätte. Daher war diese Lösung wahrscheinlich zu dieser Zeit meine Rettung. Internet gab es ja noch nicht. Also gab es schon irgendwie, irgendwo, aber nicht so, wie wir es heute benutzen. Und Mailbox war für mich keine Chance. Nee, niemals. Viel zu teuer. Wir werfen wieder einen Blick auf die aktuellen Spielecharts. SimCity 2000 immer noch oben auf, Anstoß ist noch ganz oben, TFX, Sam & Max, Ultima 8, der Flight Simulator immer noch sehr gut dabei, Day of the Tentacle tatsächlich immer noch unter den Top 10, IndyCar Racing, Battle 2, Aufschwung Ost, Hand of Fate. Also die üblichen Verdächtigen. X-Wing ist immer noch in den Charts mit dabei, Privateer, Mortal Kombat, Pacific Strike. Also auch Syndicate hier auf Platz 18 immer noch mit dabei. Also man hat wirklich den Eindruck, dass die Spiele damals deutlich länger in irgendwelchen Charts zu finden waren. Ich glaube, das liegt einfach an der schieren Masse. Es gab nicht diese Wahnsinnsmasse an guten Spielen. Dementsprechend hatten sie eine längere Halbwertszeit. Bei den CD-ROM-Charts sieht es ähnlich aus. Rebel Assault ist immer noch auf Platz 1. Ich habe es gesagt und ich sage es wieder. Rebel Assault ist eben der CD-ROM-Verkaufsschlager schlechthin. Battle 2 ist mit dabei. Ja, Battle 2 haben wir alle geliebt.
Dann TFX Day of the Tentacle Ultima 8, auch hier bei den CD-ROM-Charts. Oh, die CD-ROM-Version, die wirklich nicht so wahnsinnig viel bietet, außer ein bisschen mehr Sprachausgabe und Deutsch, Englisch und Spanisch. Strike Commander, Comanche und Lawnmower Man und The Seventh Guest, auch noch so ein Dauerbrenner. Und dann hier unten Mega Race auf Platz 10 im ersten Monat. Und nochmal werfen wir einen Blick auf längst vergangene Hardware-Zeiten, nämlich in diesem Fall auf Wechselplattensysteme, also Systeme, mit denen man ein bisschen mehr speichern kann als auf der 1,44 MB HDD-Diskette oder eben auf der Festplatte. Bei mir waren es 130 MB am Anfang und die waren halt nun mal ständig voll. Ja, hier gibt es Wechselplattensysteme. Der Fujitsu mit 230 Megabyte, eines von SideQuest mit 270 Megabyte, also richtig klasse. Tja, und was kostet's? Das steht hier unten klein gedruckt unter den Zugriffszeiten, irgendwann im Text. 700 Mark, das Laufwerk und ein Medium alleine 130 D-Mark. Und wir wissen ja, so inflationsbereinigt sind das dann auch wirklich tatsächlich um die 130 Euro und 700 Euro für das Laufwerk. Also das ist natürlich wieder im Vergleich zu heute, wo ich mir einen USB-Stick mit keine Ahnung wie viel Gigabyte für ein paar Euro kaufe. Also, boah, das waren schon harte Zeiten damals, ne? Für die Hardware-Nerds unter uns ist hier noch ein Bericht, ein Praxisbericht, um Netzwerke zu verlegen in der eigenen Wohnung. Und ja, das ist lange her und damals war das auch noch etwas anders als heute. Heute ist man ja bei den Ethernet-Kabeln und hier, da sieht man dann, damals waren es sogenannte Thin Ethernet Kabel, das waren Koax-Kabel und die hatten dann diese BNC-Stecker. Ich gehe davon aus, alle, die damals angefangen haben, wissen das noch sehr genau. Also ich muss gestehen, zu dieser Zeit war das für mich tatsächlich noch kein Thema, hier mit Netzwerk irgendwie rumzuhantieren. Ich hatte auch niemanden, mit dem ich dann gemeinsam hätte zocken können. Das kam für mich erst viel später. Wir schauen in die Coming-Up-Section. Womit geht's nächstes Mal weiter? Die nächste Ausgabe ist wieder deutlich interessanter, was die Spieletests und Inhalte angeht. Wir haben Wing Commander Armada. Ja, nee, also wie jetzt Wing Commander Armada, dann 3, dann Wing. Jetzt ist es wirklich der Testbericht zu Wing Commander Armada. Wir haben ein Bericht über Theme Park, ein geniales Game aus dem Hause Bullfrog. Es geht um Sierra Soccer und World Cup USA, Pinball Dreams 2 und es gibt ein tolles Intel-Gewinnspiel. Da haben wir sie schon und wenn wir uns das Cover anschauen, dann so, wow, dann kriege ich wirklich Gänsehaut, oh, Full Throttle, TIE Fighter und dann Dark Forces. Ah, ich bin so aufgeregt, Star Wars ist ja total meines. Also auf diese Ausgabe freue ich mich unheimlich. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll noch weiter. Jedenfalls, es wird mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid und mit mir in dieses alte Heft reinguckt. Und ja, bis dahin, habt Spaß, zockt ein bisschen und dann sehen wir uns vielleicht mit dieser Ausgabe beim nächsten Mal wieder.